So, da ich ja gefragt wurde, was man so alles aus Granny Squares machen kann, habe ich hier noch eine andere Idee, nämlich ein Babyschüchen. Das ist jetzt etwa Größe 9. Monat bis 15. Monat. Das dehnt sich ja auch, ne, lässt sich gut anpassen. Kannst du auch natürlich sehr viel kleiner oder größer häkeln, je nachdem, wie du das haben möchtest. Dann einfach ein paar Runden weniger bzw. mehr. Das hier hat jetzt eine Fußsohle von etwa 13 cm. Und ja, wie gesagt, es ist nur ein einziges Granny am Stück gehäkelt und dann eigentlich nur noch zusammengenäht. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich dir jetzt. Achso, nicht vergessen, ne? Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Gerne einen Daumen hoch da lassen und über einen netten Kommentar freue ich mich natürlich auch sehr. Ich verwende eine Nadelstärke 2,5 und relativ dünne Babywolle und beginne mit einem magischen Ring. Dafür wickle ich mit den Faden so um den Finger, steche von oben ein, ziehe den Faden durch und mache 3 Luftmaschen. Das ist mein erstes Stäbchen und ich mache jetzt 2 weitere. Faden holen, durchziehen, durch 2 Schlaufen, durch 2. Umschlag, einstechen, Faden durchholen, durch 2 Schlaufen, Faden holen und nochmal durch 2. 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und noch einmal 2 Luftmaschen. Ich ziehe jetzt an den Faden, ziehe den Ring zusammen und mache jetzt eine Kettmasche in die 3. Luftmasche vom Anfang. Also ich schließe die Runde mit einer Kettmasche. Die zweite Runde, wieder 3 Luftmaschen, und jeweils ein Stäbchen in die vordere Masche. Jetzt arbeite ich die Ecke. Dafür arbeite ich jetzt in jede Ecke jeweils 2 Stäbchen und 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. So, das ist meine erste Ecke. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann mache ich in die vorherigen Stäbchen auch wieder jeweils 1. 1, 2, 3 und arbeite die nächste Ecke wieder genauso wie vorhin
Also 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Jetzt folgen wieder 3 Stäbchen, wobei das erste ist hier immer so ein bisschen versteckt. Hier kommt das erste rein. Und die nächste Ecke arbeite ich wieder genauso. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und wieder 3 Stäbchen. Darauf achten, dass das erste hier leicht versteckt sein kann. Und dann arbeite ich noch die letzte Ecke. Wieder genauso. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Ich schließe die Runde hier wieder mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche vom Anfang. So, die dritte Runde. Ich mache einen Farbwechsel. 1, 2, 3 Luftmaschen. Den Faden ziehe ich mir hier fest. Und den arbeite ich gleich mit ein, den Anfangsfaden, und mache weiter mit Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Den Faden habe ich extra nicht mit eingenäht. Den nehme ich mir gleich mit nach oben. Und auch hier wieder in der Ecke bleibt es gleich. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und hier dann jeweils auch wieder ein Stäbchen in jedes Stäbchen der vorherigen Runde. Darauf achten, dass das erste hier versteckt sein kann. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Pro Runde erhöht sich jetzt die Anzahl der mittleren Stäbchen um 4, da ja dann jeweils die beiden Maschen am Anfang und am Ende von der Ecke mit dazu gehäkelt werden. Also die Ecke jetzt wieder 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, ja genau, 2 Stäbchen. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und jetzt arbeite ich hier wieder meine 7 Stäbchen, meine Ecken. So, nach der letzten Ecke, ich hatte ja hier am Anfang nur 4 Stäbchen gemacht, heißt mir fehlen noch 3, um die Runde zu beenden.
und dann wieder in die dritte Luftmasche eine Kettmasche. Ich wechsle jetzt wieder den Faden. Und arbeite weiter mit Stäbchen. Jetzt haben wir wieder 4 Maschen mehr pro Runde. Das ist jetzt die 4. Runde. Ich habe jetzt einfach den Faden hier hochgezogen. Den rosanen lasse ich jetzt hier hinten liegen. Und arbeite jetzt immer so weiter, Runde für Runde, bis ich die gewünschte Größe erreicht habe. In meinem Fall sind es insgesamt 9 Runden. Wenn du kleinere Schüchchen haben möchtest, arbeitest du hier entsprechend weniger. Wie du das dann später mit dem Zusammennähen machst bei einer kleineren Größe, erkläre ich dir gleich. Also ich arbeite jetzt in jeder Runde einen Farbwechsel. Nach der Runde geht es dann weiter mit Rosa. Und wie gesagt, darauf achten, dass du jetzt pro Runde dann 4 Maschen in der Mitte mehr häkeln musst. Neun Runden insgesamt habe ich jetzt gehäkelt. Und ich werde mein Granny jetzt etwas spannen. Und dafür werde ich das nur leicht anfeuchten. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du dein Granny etwas spannen kannst. So, ich habe es jetzt leicht angefeuchtet, sollte nicht tropfen. Wirklich nur ganz leicht reicht das schon. Hier habe ich das andere schon gespannt. Und ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe hier einfach aus einem Paket, das ich bekommen habe, diese Styroporplatten aufgehoben und fixiere mir dann hier die Grannies mit so kleinen Nadeln. Das reicht vollkommen aus. Ganz toll funktionieren auch diese Spielteppiche für Kinder, die meistens so Buchstaben drin haben. Die funktionieren auch super. Oder aber du kannst dir natürlich eine Holzplatte kaufen und da Nägel reinschlagen. Oder schon so fertige Holzplatten für Grannies kaufen, die man so umstecken kann. Aber die Möglichkeit, also kostenlos, immer wieder mal hat man ja ein Paket, wo so ein Styropor mit drin ist. Deswegen bewahre ich mir das immer auf und kann dann hier so meine Grannies schön etwas, ja, ausbreiten. So, und das mache ich jetzt auch mit diesem hier. Also man sieht schon den Unterschied, es lohnt sich schon. Das ist etwas knuddelig, das hier ist schön glatt und lässt sich jetzt super weiterverarbeiten. Und dadurch, dass es nur angefeuchtet ist, trocknen die auch relativ schnell. Und ich spanne mir das jetzt einfach wieder, wie ich das gerne hätte. Und wie gesagt, das ist meine günstige Alternative. Musst du natürlich nicht machen, aber ja. So, und ich zeige dir jetzt aber, wie es mit dem Schüchen weitergeht. So, jetzt nochmal zur Größe. Nachdem das gespannt ist, kann man es auch besser ausmessen. Also das hat etwa eine Größe von 17 cm. Und wie gesagt, wenn du kleinere Schüchen haben möchtest, kannst du hier einfach eine Reihe weglassen. Du kannst die Schuhe natürlich auch viel größer machen und dann entsprechend ein paar Runden mehr häkeln. So, ich markiere mir jetzt hier, ich lege das schön aufeinander, damit das auch wirklich alles hier passt. Also, ich nehme natürlich die Innenseite. Auf der Innenseite wird vernäht. So, erstmal die Fußspitze, davon nehme ich mir jetzt 8 cm.
Und setze mir hier mal einen Markierer rein. Und für den Fußhals messe ich mir auf der anderen Seite etwa 7 cm ab. So. Und zunächst wird jetzt erstmal der Fußteil zusammengenäht. Also der Teil bleibt hier offen. Und ich nähe jetzt erstmal hier bis hier runter zur Spitze zusammen. Faden habe ich ein bisschen eingefädelt. Und jetzt markiere hier wieder raus. Schau, dass die Maschen schön gegenüber liegen. So, hier war's. Den Anfang werde ich hier gleich noch vernähen. Ich verknote ja nicht so gerne in Strick- oder Häkelstücken. So, und jetzt auch gucken, dass ich wirklich die Randmaschen erwische. Und gehe dann Masche für Masche durch. So, wie gesagt, bis ich hier unten bei dem zweiten Markierer angekommen bin. So, du kannst hier natürlich auch, wenn du die Öffnung größer haben möchtest, hier etwas weniger zusammennähen. Das ist natürlich vollkommen dir überlassen. So, ich mache jetzt noch die Fußspitze und dafür steche ich jetzt von meinem zweiten Markierer aus, den ich schon rausgenommen habe, direkt in die Spitze rein, in meine letzte Ecke und klappe mir das hier so zu. So, ich zeige es nochmal, also so sieht es jetzt aus und ich klappe jetzt einfach die Spitze hier rein, vernähe jetzt die Seite noch und diese Seite, also gehe auch hier wieder Masche für Masche durch, fixiere mir das hier erst in der Mitte noch ein bisschen so, und arbeite jetzt hier wie gesagt weiter. Ja. Die eine Seite und dann natürlich auch die andere Seite. So. Für das kleine Stück reicht jetzt nicht mehr der Faden. So, ich werde jetzt hier den Faden vernähen und dann noch die Seite zunähen und dann geht's weiter. So, jetzt drehen wir das Ganze noch auf die andere Seite. Den Faden hier muss ich jetzt auch noch vernähen, kommt gleich. Das ist ja so ein bisschen Knuddelmuddel. So. Und fertig ist dein Stühlchen. Hier vorne kannst du noch schön umklappen. Tada! Fertig. So. Wie gesagt, nicht vergessen, Kanal zu abonnieren. Und ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht sogar einen netten Kommentar. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.